Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Rezept von mir. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus. Die Spülmaschine läuft mal wieder im Hintergrund. Ja, ist halt Dauerzustand hier. Die läuft mehrmals am Tag. Ja, bei einer 10-köpfigen Familie ist das ja wohl, ja, denke ich normal. Also nicht verwundern die Hintergrundgeräusche. Ja, heute gibt es wieder was Polnisches. Ja, es ist jetzt Herbst und Herbstzeit geht es wirklich bei uns auch los, wo es täglich Suppe geben muss. Suppe koche ich ganz oft als Vorspeise. Eine unserer Lieblingssuppe und vor allem meine Lieblingssuppe seit meiner Kindheit ist die polnische Gurkensuppe. Und ja, ihr habt es richtig gehört, ihr habt es auch richtig gelesen, Gurkensuppe. Das hört sich komisch an, ne? Das hört sich wirklich komisch an, aber es ist so lecker. Ich bin echt gespannt, wenn ihr das dann nachmacht, müsst ihr mir das unbedingt in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Also meine Kinder lieben es, ich liebe es halt seit meiner Kindheit, mein Mann mag sie auch total. Es ist wirklich eine reine Geschmackssache, es ist halt eine säuerliche Suppe und dafür benötigen wir einfach polnische Gurken. Also da ist jetzt das Problem. Ich zeige euch, ich habe einmal halt selbst eingelegte von meiner Mama aus Polen. Aber es gibt mittlerweile wirklich in großen Supermärkten auch immer so diese Abteilungen, ne? So Asia-Abteilungen oder Abteilungen, wo türkische Sachen sind oder auch polnische Sachen eben. Da gibt es eben auch in großen Supermärkten diese polnischen Gurken. Die nennen sich halt auch eben saure Gurken, weil sie halt eben sauer sind. Meine Mama legt die eben selber ein. Einfach mit Knoblauch, Dillblüten sind da drin, Meerrettich und dann einfach Wasser und Salz. Und ja, die sind super lecker, auch so lieben, und wir lieben die alle, diese Gurken. Das ist echt, nächstes Jahr wird bei mir auf jeden Fall im Garten auch die kleinen Gurken eingepflanzt, damit ich mir die auch selber einlegen kann. Weil sonst, ja, muss ich die immer von meiner Mama holen. Genau, also wir brauchen einmal die Gurken dafür, dann brauchen wir Karotten, Kartoffeln, und eventuell auch nochmal was von dem Gurkenwasser. Ja, falls ihr das halt eben noch säuerlicher haben möchtet, dann auf jeden Fall nochmal dieses Gurkenwasser. Dann etwas Mehl für die Mehlschwitze, Sahne. Ihr könnt auch, wie ich, zum Beispiel eine vegane Alternative nehmen. Dann bleibt die Suppe auch vegan. Oder ihr nehmt ganz normal Sahne. Und dann könnt ihr noch, wenn ihr mögt, ist auch Geschmackssache. Also wenn ihr kein Dill mögt, muss der nicht rein. Ich mache es sehr gerne entweder frischen oder gefrorenen Dill noch mit rein. Ansonsten wird das Ganze nur abgeschmeckt mit etwas Gemüsebrühe und dann müsst ihr gucken, ob ihr dann halt nochmal ein bisschen Salz drin haben wollt oder nicht. Denn ja, auch das Gurkenwasser und die Gurken sind ja auch schon salzig, das müsst ihr natürlich berücksichtigen. Die Portionsgröße könnt ihr da wirklich frei wählen, also einfach so ein bisschen gleichmäßig viele Kartoffeln und Karotten benutzen und dann auch eben von den Gurken. Ich mache jetzt natürlich eine riesengroße Menge, deswegen werde ich euch jetzt nicht meine Mengenangaben da jetzt schreiben. Das könnt ihr wirklich so augenmaßmäßig machen, das ist echt gar kein Problem. Das schaut ja auch einfach, wie ihr eure Suppe auch mögt, ob ihr mit viel Einlage oder eher flüssiger haben wollt. Das könnt ihr frei entscheiden. Ich werde euch natürlich alle Zutaten in die Infobox schreiben. Also, die Gurken und die Karotten werden gerieben, die Kartoffeln werden in Würfel geschnitten. Dann tut ihr mit etwas Öl die Butter anschwitzen und dann mit Wasser ablöschen. Dort können dann als erstes die Kartoffelwürfel rein. Dann könnt ihr die erstmal kurz ein paar Minuten schon mal weich werden lassen und dann die Karottenstreifen dazu, denn die brauchen nicht so lange wie die Kartoffeln. Und dann auch gleich schon eigentlich auch die Gurken hinterher. Dann tut ihr noch mal mehr Wasser dazu und lässt das Ganze köcheln, bis halt einfach das ganze Gemüse weich ist. Dann schmeckt ihr das Ganze eben ab mit etwas Gemüsebrühe. Tut dann eventuell eben, wie ihr mögt, nochmal etwas Gurkenwasser rein. Ich mag es halt mit besonders viel Gurkengeschmack, deswegen tue ich immer nochmal etwas Gurkenwasser rein. Da müsst ihr auch schauen, bei den, ja, die man im Supermarkt kauft, die Gurken sind auch nicht so intensiv wie die selbst eingelegten. Da müsst ihr echt wirklich da so ein bisschen so abschmecken, wie es euch dann am besten schmeckt. Und dann am Ende nochmal die Sahne. Dann ist das Ganze nochmal ein bisschen cremiger und leckerer. Und das war es dann auch schon. Also eine super schnelle und mega leckere Gurkensuppe. Probiert sie gerne mal aus, traut euch mal daran, ich kann es euch nur empfehlen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall mich entweder auch auf Instagram markiert unter eurem nachgekochten Rezepten. Ich schaue mir das immer wieder sehr gerne an und schreibt mir das in die Kommentare, ob ihr das Rezept ausprobiert habt und was ihr von dieser Gurkensuppe hält. Das würde mich total interessieren.